Lektion 1: Die Vorteile regelmäßiger Bewegung. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, einen Fitnesskurs zu beginnen. Hallo John, das hört sich spannend an. An welche Art von Unterricht denken Sie? Vielleicht einen Yogakurs. Ich habe gehört, dass es großartig für die Flexibilität ist. Ruf. Yoga hilft auch bei Achtsamkeit und Stressabbau. Ich könnte etwas Stressabbau gebrauchen. Praktizieren Sie Yoga? Ja, das tue ich. Es steigert wirklich sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden. Was kann ich in einem Yoga-Anfängerkurs erwarten? Sie beginnen wahrscheinlich mit grundlegenden Posen und Atemtechniken. Das klingt überschaubar. Wie oft sollte ich teilnehmen? Idealerweise 2 bis 3 Mal pro Woche, um den besten Nutzen zu erzielen. Ich sollte unbedingt zu einem gehen. Das sollten Sie auf jeden Fall tun. Es eignet sich hervorragend zur allgemeinen Verbesserung der Gesundheit. Lektion 2: Die Bedeutung der Interessenvertretung. Hallo Anna, ich habe darüber gelesen, wie sich Menschen für soziale Veränderungen einsetzen. Hallo John, das ist ein entscheidendes Thema. Was hat Ihre Aufmerksamkeit erregt? Mir ist aufgefallen, dass sich viele Menschen für Umweltthemen begeistern. Klar, Sie wollen Veränderung und Basisbewegungen können sehr effektiv sein. Wie gewinnen diese Bewegungen an Sichtbarkeit? Soziale Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Bewusstseins. Das macht Sinn. Auch die Einbindung der Community ist wichtig, oder? Klar, durch die Organisation von Veranstaltungen können Menschen zusammengebracht werden, um sich für eine Sache einzusetzen. Ich würde gerne an einer dieser Veranstaltungen teilnehmen. Du solltest. Jede Anstrengung trägt dazu bei, die Botschaft zu verstärken. Lektion 3: Unternehmensethik und Rechenschaftspflicht. Guten Morgen, Anna. Ich habe mich in letzter Zeit mit Unternehmensethik beschäftigt. Hallo John, das ist ein interessantes Gebiet. Was hast du gefunden? Ich habe über den Fall Ford Pinto und seine Auswirkungen auf den Ruf des Unternehmens gelesen. Ja, dieser Fall ist dafür berüchtigt, ethische Fehler in der Wirtschaft aufzuzeigen. Es regt Sie wirklich zum Nachdenken über die Konsequenzen an, die sich aus der Priorisierung des Profits vor der Sicherheit ergeben. Ruf. Unternehmen müssen eine Kultur der Verantwortung pflegen. Wie können Sie das erreichen? Durch die Umsetzung klarer ethischer Richtlinien und die Förderung von Transparenz. Es klingt wichtig, um das Vertrauen der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Ja, Vertrauen ist für den langfristigen Erfolg eines jeden Unternehmens von grundlegender Bedeutung. Lektion 4: Politische Reflexionen und Führung. Hallo Anna, hast du von Mario Cuomos jüngsten Äußerungen gehört? Hallo John, ja, seine Erkenntnisse zum Thema Führung sind durchaus überzeugend. Er erwähnte die Herausforderungen, vor denen Führungskräfte heute stehen, insbesondere im Hinblick auf die öffentliche Meinung. Tatsächlich erfordert der Umgang mit unterschiedlichen Perspektiven eine geschickte Kommunikation. Präsident Reagan gab zu, dass einige Standpunkte ziemlich polarisiert sein können. Ja, es ist für Führungskräfte wichtig, einen konstruktiven Dialog zu fördern. Mit welchen Strategien können Sie Gräben überbrücken? Der Aufbau von Koalitionen und das Verständnis verschiedener Perspektiven können hilfreich sein. Ich würde gerne mehr über effektive Führung in solchen Kontexten erfahren. Das ist ein wertvoller Bereich, den es zu erkunden gilt, insbesondere im heutigen politischen Klima.
Lektion 5: Hochzeit, Traditionen und ihre Bedeutung. Hallo Anna, ich finde Hochzeitstraditionen faszinierend. Hallo John, ich auch. An welche Tradition denken Sie? Besonders interessant ist der Blumenstraußwurf. Es heißt, wer es fängt, wird die nächste Braut sein. Ja, das verleiht der Feier ein lustiges Element. Gibt es andere Traditionen, die eine besondere Bedeutung haben? In vielen Kulturen gibt es einzigartige Bräuche, etwa den Strumpfbandwurf oder Einheitszeremonien. Das klingt faszinierend. Jede Tradition spiegelt unterschiedliche Werte wider. Ja, das Verständnis dieser Traditionen kann unsere Wertschätzung für Hochzeiten steigern. Ich sollte mehr über diese Bräuche für zukünftige Feierlichkeiten erfahren. Das wäre wunderbar. Sie bereichern unsere kulturellen Erfahrungen. Lektion 6: Essensetikette und Wünsche. Hallo Anna, können wir bitte den Scheck haben? Natürlich hole ich es mir sofort. Hat Ihnen Ihr Essen geschmeckt? Ja, das Essen war köstlich. Besonders gut hat mir die Pasta gefallen. Das freut mich. Was haltet ihr von der Soße? Es war reichhaltig und aromatisch. Ich könnte nach dem Rezept fragen. Das ist eine tolle Idee. Das Teilen von Rezepten kann Spaß machen. Probieren Sie oft neue Gerichte aus, wenn Sie auswärts essen? Ruf. Ich liebe es, verschiedene Küchen zu erkunden. Was ist mit dir? Das tue ich auch. Es ist spannend, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Ja, es erweitert unseren kulinarischen Horizont. Essen Sie lieber vor Ort oder lieber auswärts? Ich genieße beides, aber auswärts zu essen ist ein einzigartiges Erlebnis. Lektion 7: Die Zukunft der Hoffnung. Hallo Anna, ich habe über die Zukunft nachgedacht und darüber, was sie verkörpert. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Was stellen Sie sich vor? Ich sehe eine Zukunft voller Hoffnung trotz der aktuellen Herausforderungen. Ja, Hoffnung ist entscheidend für den Fortschritt. Was gibt Ihnen Hoffnung? Ich glaube an die Kraft der Gemeinschaft und des kollektiven Handelns. Wer- Wenn sich Menschen für eine Sache vereinen, ist Veränderung möglich. Doch selbst wenn man das absolut destruktive Potenzial einiger Probleme kennt, ist es schwierig, optimistisch zu bleiben. Es ist eine Herausforderung, aber die Konzentration auf positive Maßnahmen kann hilfreich sein. Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach am wirkungsvollsten? Bildung und Sensibilisierung können Menschen dazu befähigen, Veränderungen voranzutreiben. Lektion 8: Rechtliche Vereinbarungen und Klarheit. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass unser Rechtsteam Vertragsentwürfe zur Prüfung vorbereiten wird. Hallo John, das sind gute Nachrichten. Welche Art von Vereinbarungen diskutieren wir? Sie stehen im Zusammenhang mit unserem neuen Projekt. Ich hoffe, sie sind klar und prägnant. Klarheit ist wichtig. Es verhindert spätere Missverständnisse. Genau. Haben Sie schon einmal Vertragsentwürfe geprüft? Ja, das habe ich. Ich prüfe immer, ob die Sprache mehrdeutig ist. Das ist klug. Präzise Formulierungen können einen großen Unterschied machen. Definitiv. Glauben Sie, dass wir spezifische Klauseln hinzufügen müssen? Vielleicht wäre eine Klausel über Fristen von Vorteil. Tolle Idee. Zeitpläne sind entscheidend, um das Projekt auf Kurs zu halten. Ich werde das bei unserem nächsten Treffen vorschlagen. Klingt nach einem Plan.
Zusammenarbeit ist in diesen Angelegenheiten von entscheidender Bedeutung. Lektion 9. Gespräche bis spät in die Nacht. Hallo Anna, obwohl wir um 20:30 Uhr ins Bett gehen, reden wir so lange. Hallo John, ich weiß. Wir gehen erst gegen 22 Uhr schlafen. Es ist überraschend, wie die Zeit vergeht, wenn wir uns unterhalten. Ja, unsere Gespräche sind so spannend. Worüber reden wir normalerweise? Eine Mischung aus allem, Arbeit, Hobbys und Zukunftsplänen. Ja, es ist schön, Gedanken und Ideen auszutauschen. Meinst du, wir sollten eine Schlafenszeit festlegen? Vielleicht, aber ich genieße unsere Diskussionen zu sehr. Wahr. Vielleicht können wir einen Kompromiss eingehen und es auf 21:30 Uhr verschieben. Das klingt vernünftig. Es gibt uns auch Zeit zum Entspannen. Das werde ich beim nächsten Mal vorschlagen. Großartig. Gleichgewicht ist sowohl für den Schlaf als auch für Gespräche wichtig. Lektion 10. Ernährungspräferenzen. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit einen neuen Ernährungsplan verfolgt. Hallo John, das klingt interessant. Befolgen Sie auch eine bestimmte Diät? Ja, ich versuche, mehr pflanzliche Mahlzeiten zu verwenden. Das ist eine gesunde Wahl. Sind Ihnen Veränderungen aufgefallen? Definitiv. Ich fühle mich energiegeladener und leichter. Das ist fantastisch. Wie viel Zeit verbringen Sie ungefähr damit, Mahlzeiten zuzubereiten? Normalerweise jedes Mal etwa 30 Minuten. Es ist überschaubar. Das ist ein toller Zeitrahmen. Bereiten Sie Mahlzeiten für die Woche vor. Ich tue. Das spart Zeit und hilft mir, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Kluger Schachzug. Eine vorausschauende Planung kann die Dinge wirklich vereinfachen. Ich stimme zu. Es macht gesunde Ernährung so viel einfacher. Das könnte ich auch versuchen. Lektion 11. Unvergessliche Momente wertschätzen. Hallo Anna, ich bin gerade von einer wundervollen Reise zurückgekommen. Hallo John, das ist schön. Was waren einige Ihrer Lieblingsmomente? Ich habe es geliebt, die lokalen Märkte zu erkunden, die Farben waren lebendig. Das klingt erstaunlich. Hast du irgendwelche Souvenirs gekauft? Ja, ich habe einige handgefertigte Gegenstände mitgenommen. Sie sind einzigartig. Ich wette, sie haben einen sentimentalen Wert. Was hat Ihnen sonst noch Spaß gemacht? Das Essen war unglaublich. Ich habe viele lokale Gerichte probiert. Wie war Ihre Gesamterfahrung von dieser Reise? Es war bereichernd. Ich fühle mich jetzt mehr mit der Kultur verbunden. Solche Erfahrungen können unsere Perspektiven wirklich erweitern. Lektion 12. Saisonale Früchte und gesunde Entscheidungen. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit saisonale Früchte in meine Ernährung gemischt. Hallo John, das ist eine fantastische Idee. Welche Früchte verwendest du? Nur eine Mischung aus Äpfeln, Orangen und Bananen. Immer eine gute Wahl. Diese Früchte sind nicht nur köstlich, sondern auch nahrhaft. Genau. Sie liefern wichtige Vitamine und Ballaststoffe. Haben Sie eine Lieblingsart, sie zu genießen? Ich liebe es, Obstsalate zuzubereiten. Sie sind erfrischend und farbenfroh. Das klingt herrlich. Fügen Sie Dressing hinzu. Manchmal träufle ich Honig darüber oder drücke etwas Limettensaft aus. Das muss den Geschmack verstärken. Das sollte ich versuchen. Lektion 13. Bewertung der Nachfrage nach neuen Ideen.
Guten Morgen, Anna. Wie schlagen wir vor, dass wir die potenzielle Nachfrage nach unserem neuen Produkt einschätzen? Hallo John, wir könnten mit Marktforschungsumfragen beginnen. Das ist ein toller Ansatz. Umfragen können wertvolle Erkenntnisse liefern. Siluf, wir können auch die Leistung der Wettbewerber analysieren. Das macht Sinn. Was sollten wir Ihrer Meinung nach noch bedenken? Kundenfeedback ist unerlässlich. Die Auseinandersetzung mit ihnen kann Bedürfnisse offenbaren. Ja, das Verständnis unserer Zielgruppe ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir könnten auch Fokusgruppen einrichten, um unterschiedliche Meinungen zu sammeln. Das ist eine hervorragende Idee. Es könnte auch zu innovativen Ideen führen. Zusammenarbeit führt oft zu den besten Lösungen. Lektion 14. Das Erbe vom Buffalo Bay Cody. Hallo Anna, hast du schon von Buffalo Bill Cody gehört? Hallo John, ja. Er war eine ziemlich faszinierende Figur in der amerikanischen Geschichte. Ein ehemaliger Büffeljäger und Indianerpfadfinder, oder? Ja, er beschloss, seinen Ruhm als Cowboy auszunutzen. Seine Wildwest-Shows waren legendär. Sie faszinierten das Publikum. Das haben sie auf jeden Fall getan. Es zeigte eine romantisierte Version des Westens. Wie hat er Ihrer Meinung nach die amerikanische Kultur beeinflusst? Er prägte das Bild des Cowboys in der Populärkultur. Das stimmt. Sein Vermächtnis wirkt bis heute nach. In der Tat, es ist faszinierend, wie die Geschichte unsere Wahrnehmung prägt. Lektion 15. Reisen buchen und Preise sichern. Hallo Anna, ich habe eine Reise geplant und festgestellt, dass es am besten ist, früh zu buchen. Hallo John, das ist ein kluger Schachzug. Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig? Frühzeitige Buchungen sichern sich oft die besten Preise für Flüge und Hotels. Düsseldorf. Die Preise steigen tendenziell näher am Abreisedatum. Darüber hinaus stehen Ihnen mehr Optionen zur Auswahl. Ja, Flexibilität bei Ihren Reiseplänen kann Ihr Erlebnis verbessern. Haben Sie in letzter Zeit Reisen gebucht? Ja, ich habe für nächsten Monat einen Kurzurlaub gebucht. Ich bin begeistert. Das ist wunderbar. Wohin gehst du? Ich fahre an die Küste, um mich zu entspannen und die Sonne zu genießen. Lektion 16. Ein gutes Fitnessstudio finden. Hi Anna, gibt es in der Nähe ein gutes Fitnessstudio? Hallo John, ja, es gibt ein Fitnessstudio nur ein paar Blocks entfernt. Das ist praktisch. Welche Einrichtungen bieten Sie an? Sie verfügen über eine Vielzahl von Geräten, darunter Gewichte und Kardiogeräte. Bieten Sie auch Gruppenkurse an? Ja, es gibt Yoga, Spinning und Kickbox-Kurse. Klingt spannend. Haben Sie einen der Kurse ausprobiert? Ich habe letzte Woche einen Yogakurs besucht. Es war erfrischend. Ich habe gehört, dass Yoga großartig für die Flexibilität ist. Würden Sie es empfehlen? Absolut. Es trägt sowohl zum körperlichen als auch zum geistigen Wohlbefinden bei. Vielleicht komme ich irgendwann zu einem Kurs mit dir. Das würde Spaß machen. Wir konnten uns gegenseitig motivieren. Lektion 17. Finanzieller Erfolg der NHL. Hallo Anna, ich habe über den finanziellen Erfolg der NHL Mitte des 20. Jahrhunderts gelesen. Hallo John, wirklich. Was fanden Sie interessant?
Die NHL-Eigentümer waren in dieser Zeit finanziell äußerst erfolgreich. Das ist beeindruckend. Wie konnten Sie diesen Erfolg erzielen? Sie erzielten erhebliche Einnahmen durch den Ticketverkauf und den Verkauf von Mehrhandelsartikeln. Es ist faszinierend, wie Sport das Wirtschaftswachstum vorantreiben kann. Genau, die Popularität des Eishockeys spielte eine große Rolle. Hält der Erfolg auch in späteren Jahren an? Ja, es hat sich weiterentwickelt, aber der Grundstein wurde damals gelegt. Sportfranchises sind oft wertvolle Vermögenswerte. Lektion 18. Harmonie im Leben. Guten Morgen, Anna. Ein erfülltes Leben ist entscheidend, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Arbeit. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Es geht darum, Harmonie zu finden. Ja, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben kann eine Herausforderung sein. Welche Strategien nutzen Sie, um dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten? Ich priorisiere meine Zeit und setze klare Grenzen. Das ist klug. Das Setzen von Grenzen hilft, Burnout vorzubeugen. Außerdem plane ich regelmäßige Auszeiten zum Aufladen ein. Das ist wichtig. Ruhe wird oft vernachlässigt. Und du? Irgendwelche Tipps, um Harmonie zu erreichen? Ich übe Achtsamkeit und nehme mir Zeit für Hobbys, die mir Spaß machen. Lektion 19. Küchen erkunden. Hi Anna, möchtest du dieses Wochenende ein neues Restaurant ausprobieren? Hallo John, sicher. Auf eine bestimmte Küche haben Sie Lust. Ich habe in letzter Zeit Lust auf italienisches Essen. Italienisch klingt köstlich. Haben Sie einen Ort im Sinn? In der Innenstadt hat gerade eine neue Trattoria eröffnet. Ich habe Gutes darüber gehört. Was steht auf Ihrer Speisekarte? Sie bieten frische Pasta, Holzofenpizza und fantastische Desserts. Das klingt verlockend. Ich liebe ein gutes Tiramisu. Ebenfalls. Es ist der perfekte Abschluss eines italienischen Essens. Dann lasst es uns mal ausprobieren. Es wird ein unterhaltsames kulinarisches Abenteuer. Lektion 20. Reflexion über die Natur. Hallo Anna, ich habe kürzlich ein Gedicht gelesen, in dem beschrieben wird, wie ich den ganzen Himmel vor mir sehe. Hallo John, das klingt interessant. Was war der Kontext? Es sprach von einem Moment tiefgreifender Erkenntnis in der Natur. Die Natur ruft oft so starke Gefühle hervor. Was hieß es als nächstes? Es erwähnte den großen Gott selbst im Herbst der Blätter. Das ist schön. Es fängt die Essenz von Veränderung und Schönheit ein. Genau, die Natur kann zu tiefen Reflexionen über das Leben anregen. Finden Sie oft Trost in der Natur. Ich tue. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, abzuschalten und neue Energie zu tanken. Ich stimme zu. Es hat etwas Beruhigendes, draußen zu sein. Lektion 21. Einen produktiven Tag haben. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich einen produktiven Tag gestalten kann. Hallo John, das klingt nach einem Plan. Welche Strategien nutzen Sie? Normalerweise beginne ich damit, eine To-Do-Liste zu erstellen, um meine Aufgaben zu organisieren. Das ist ein toller Ansatz. Es hilft, Prioritäten zu setzen, was wichtig ist. Außerdem lege ich für jede Aufgabe spezifische Zeitblöcke fest. Zeitblockierung kann die Konzentration und Effizienz wirklich steigern. Genau. Es verhindert Ablenkungen und hält mich auf dem Laufenden.
Machen Sie zwischen den Aufgaben Pausen? Ja, kurze Pausen sind zum Auftanken unerlässlich. Ich stimme zu. Sie tragen dazu bei, die Produktivität den ganzen Tag über aufrechtzuerhalten. Lektion 22. Oh, komische Katzenpossen. Hallo Anna, das klingt komisch. Meine Katze macht etwas Ähnliches. Hallo John, wirklich. Was macht deine Katze? Sie stürzt sich auf Schatten und denkt, sie seien etwas, das man fangen kann. Das ist so lustig. Katzen haben so eigenartige Verhaltensweisen. Das tun sie wirklich. Es ist unterhaltsam, ihr beim Spielen zuzusehen. Ich liebe es, wie neugierig sie sind. Jagt sie auch Spielzeug hinterher. Ach ja, sie hat ein Lieblingsmausspielzeug, auf das sie sich gerne stürzt. Das klingt bezaubernd. Katzen können so verspielte Begleiter sein. Absolut. Sie bringen so viel Freude und Lachen. Es ist wunderbar, Haustiere zu haben, die uns unterhalten. Lektion 23. Wirtschaft und Ethik. Hallo Anna, ich habe über die Beziehung zwischen Geschäft und Ethik nachgedacht. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Was denken Sie? Im Geschäftsleben geht es in erster Linie darum, Gewinne zu erzielen, aber bei der Ethik geht es um richtig und falsch. Ja, wie hängen sie Ihrer Meinung nach zusammen? Ethische Praktiken können zu langfristigem Erfolg und Vertrauenswürdigkeit führen. Das stimmt. Unternehmen mit einer starken Ethik ziehen oft treue Kunden an. Und eine gute Behandlung der Mitarbeiter kann auch die Produktivität steigern. Ja, eine positive Arbeitsplatzkultur ist für alle Beteiligten von Vorteil. Daher sollte Ethik bei Geschäftsentscheidungen im Vordergrund stehen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist für nachhaltiges Wachstum unerlässlich. Lektion 24. Schrittweise Fitnessziele. Guten Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit über Fitnessziele nachgedacht. Hallo John, das ist großartig. Was sind Ihre Pläne? Ich denke, ich fange damit an, dreimal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Es klingt nach einem machbaren Anfang. Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Trainingseinheiten. Ja, eine Mischung aus Cardio und Krafttraining für eine ausgewogene Fitness. Pfiff. Eine schrittweise Steigerung auf 5-mal pro Woche ist ein gutes Ziel. Genau. Dadurch kann sich mein Körper anpassen, ohne sich überfordert zu fühlen. Konstanz ist der Schlüssel zur Fitness. Hast du einen Trainingspartner? Noch nicht, aber ich hoffe, zur Motivation einen zu finden. Das wäre vom Vorteil. Ein Partner kann das Training angenehmer machen. Lektion 25. Grundlegendes zur Einkaufsliste. Hallo Anna, ich aktualisiere meine Einkaufsliste. Ich werde Eier hinzufügen. Hallo John, das ist ein toller Anfang. Brauchen Sie noch etwas? Ja, ich sollte etwas Gemüse für Salate besorgen. Gute Idee. Frisches Gemüse ist für eine gesunde Ernährung unerlässlich. Ich möchte auch ein paar Früchte mitnehmen. Irgendwelche Empfehlungen? Äpfel und Bananen sind immer praktische Snacks. Perfekt. Ich werde diese einbeziehen. Wie wäre es mit Snacks? Vielleicht ein paar Nüsse oder Joghurt für eine gesunde Alternative. Ich mag es. Für schnelle Energie füge ich Nüsse hinzu. Klingt nach einer abgerundeten Liste. Planen Sie besondere Mahlzeiten. Lektion 26. Pflanzenpflege und Gartenarbeit. Guten Morgen, Anna. Ich habe alle Pflanzen zurückgeschnitten, die zu groß geworden sind.
Hallo John, das ist klug. Hast du ihnen Pflanzennahrung gegeben? Ja, ich habe einigen Pflanzen Pflanzennahrung gegeben, um ihnen bei der Genesung zu helfen. Das ist großartig. Es ist wichtig, sie nach dem Trimmen zu nähren. Ich bemerkte, dass einige Pflanzen Schwierigkeiten hatten, Licht zu bekommen, also habe ich sie umgestellt. Guter Anruf. Richtiges Licht ist entscheidend für gesundes Wachstum. Ich habe auch einige neue Töpfe hinzugefügt, um ihnen mehr Platz zu geben. Das ist eine fantastische Idee. Neue Töpfe können das Wurzelwachstum wirklich unterstützen. Gartenarbeit kann durchaus lohnend sein, finden Sie nicht? Zuruf. Es ist sehr befriedigend, Ihnen beim Gedeihen zuzusehen. Lektion 27. Vegane Mini-Optionen. Hallo Anna, ich habe mich gefragt, ob es in Restaurants vegane Optionen gibt. Hallo John, wir haben eine spezielle vegane Speisekarte mit verschiedenen Gerichten. Das ist ausgezeichnet. Welche Arten von Gerichten bieten Sie an? Wir haben Salate, vegane Pasta und sogar Burger auf pflanzlicher Basis. Klingt köstlich. Stammen die Zutaten aus der Region? Ja, wir legen bei unseren Mahlzeiten Wert auf frische, regionale Produkte. Das ist toll zu hören. Es unterstützt auch lokale Bauern. Ja, außerdem stellt es sicher, dass die Lebensmittel von hoher Qualität sind. Ich würde das nächste Mal gerne einige vegane Gerichte probieren. Das solltest du auf jeden Fall. Sie sind geschmackvoll und sättigend. Lektion 28. Richtungen und Entfernungen. Hallo Anna, ist es weit von hier bis zum nächsten Café? Hallo John, nicht zu weit. Das ist ungefähr eine 5 Minuten Fußstrecke. Das ist beherrschbar. Ich könnte jetzt einen Kaffee gebrauchen. Du wirst es genießen. Sie haben großartigen Espresso und Gebäck. Perfekt. Gehst du oft dorthin? Ja, es ist einer meiner Lieblingsorte zum Entspannen und Lesen. Klingt herrlich. Vielleicht mache ich es auch zu meiner Anlaufstelle. Du solltest. Es herrscht eine gemütliche Atmosphäre, die einladend ist. Lektion 29. Adwege. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass es in der Nähe tolle Radwege gibt. Hallo John, das hört sich spannend an. Wo fährst du normalerweise Rad? Normalerweise fahre ich am Fluss entlang. Die Aussicht ist atemberaubend. Das klingt wunderschön. Gehst du alleine oder mit Freunden? Normalerweise gehe ich mit ein paar Freunden. So macht es mehr Spaß. Ich stimme zu. Radfahren mit Freunden kann sehr motivierend sein. Haben Sie schon einmal Radsportveranstaltungen ausprobiert? Ja, ich habe letztes Jahr an einer Wohltätigkeitsfahrt teilgenommen. Das ist großartig. Es muss sich gelohnt haben, eine Sache zu unterstützen. Das war es wirklich. Ich liebe es, Fitness mit einem guten Zweck zu verbinden. Lektion 30. Ernährungspräferenzen. Hallo Anna, ich suche nach Essensmöglichkeiten. Alles ohne Erdnüsse oder Milchprodukte wäre für mich großartig. Hallo John, ich kann dabei helfen. Wie wäre es mit einem Quinoa-Salat? Das hört sich köstlich an. Welche Zutaten würden Sie vorschlagen? Sie können Kirschtomaten, Gurken und ein Zitronendressing hinzufügen. Hübsch. Ich liebe frisches Gemüse. Irgendwelche Proteinvorschläge? Kichererbsen sind eine gute Wahl. Sie sind nahrhaft und sättigend. Perfekt. Für gesunde Fette könnte ich auch etwas Avocado verwenden. Zuruf. Es verleiht Cremigkeit ohne Milchprodukte. Wünschen Sie ein Rezept?
Ja, bitte. Das wäre wirklich hilfreich. Ich schicke es dir später. Viel Spaß bei der Essenszubereitung. Lektion 31. Das Schuldspiel. Guten Morgen, Anna. Ich habe über die ganze Geschichte des Vorfalls nachgedacht. Hallo John, was hat deine Aufmerksamkeit erregt? Die Kontroverse darüber, wer für das Missgeschick verantwortlich ist durchaus interessant. Ja, es ist faszinierend, wie unterschiedlich die Perspektiven sein können. Was denken Sie? Ich glaube, dass Verantwortung von entscheidender Bedeutung ist, aber manchmal ist sie unklar. Pfeff. Viele Faktoren können zu einer Situation beitragen. Man fragt sich, wie man solche Konflikte effektiv angeht. Ja, offene Kommunikation hilft oft bei der Lösung von Streitigkeiten. Ich stimme zu. Um eine Lösung zu finden, ist es wichtig, alle Seiten zu verstehen. Es ist ein komplexes Thema, aber Diskussionen wie diese sind wertvoll. Lektion 32. Eine Reise planen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, eine Reise zu planen. Hallo John, das hört sich spannend an. Haben Sie irgendwelche Reiseziele im Sinn? Ich denke über einen Strandurlaub oder ein Stadtabenteuer nach. Beide klingen wunderbar. Was reizt Sie an den einzelnen Optionen? Ich liebe den Strand zum Entspannen, aber Städte eignen sich hervorragend zum Erkunden. Das ist eine gute Balance. Sind Sie schon viel gereist? Ein bisschen, aber ich möchte dieses Jahr mehr erkunden. Ich empfehle, die örtlichen Sehenswürdigkeiten zu recherchieren, um Ihr Erlebnis zu maximieren. Tolle Idee. Ich werde mir kulturelle Stätten und Aktivitäten ansehen. Viel Spaß beim Planungsprozess. Es ist Teil des Abenteuers. Lektion 33. Kleidung einkaufen. Hallo Anna, warst du in letzter Zeit auf der Suche nach Klamotten? Hallo John, ja, ich war letztes Wochenende dort. Tö. Ich hatte noch keine Gelegenheit. Was hast du gekauft? Ich habe ein paar schöne Oberteile und ein paar Schuhe gefunden. Klingt großartig. Kaufen Sie lieber online oder im Laden ein? Ich kaufe gerne im Laden ein, um Dinge anzuprobieren, aber online ist es praktischer. Ich stimme zu. Online-Shopping ist einfacher, aber nichts geht über das Anprobieren von Kleidung. Ja, es ist auch schön, den Stoff und die Passform persönlich zu sehen. Haben Sie einen Lieblingsladen, den Sie gerne besuchen? Ich liebe eine lokale Boutique. Sie haben Unikate. Lektion 34. Die Einkaufsliste. Guten Morgen, Anna. Hast du eine Einkaufsliste für unsere Vorräte? Hallo John, ja. Ich habe eine Liste mit dem erstellt, was wir brauchen. Perfekt. Was ist drauf? Wir brauchen Obst, Gemüse und ein paar Snacks. Großartig. Haben Sie bestimmte Snacks hinzugefügt? Der Einfachheit halber habe ich Nüsse und einige Müsli-Riegel hinzugefügt. Das sind gute Optionen. Gibt es sonst noch etwas, was wir beachten sollten? Vielleicht etwas Joghurt und Nudeln für einfache Mahlzeiten. Exzellent. Ich hole mir die Liste, damit wir gemeinsam einkaufen gehen können. Klingt nach einem Plan. Besorgen wir uns alles, was wir brauchen. Lektion 35. Das schottische Erbe feiern. Hallo Anna, ich habe von anderen Festen erfahren, die Menschen schottischer Herkunft feiern. Hallo John, das klingt interessant. Was ist das Bemerkenswerteste? Der 25.
Januar ist bedeutsam. Es ist als Burns Night bekannt. Ja, es ehrt den Dichter Robert Burns. Die feiern Menschen. Sie genießen traditionelles schottisches Essen wie Haggis und lesen seine Gedichte. Das klingt festlich. Gibt es auch spezielle Getränke? Absolut. Bei den Feierlichkeiten wird oft Whisky serviert. Es muss eine wunderbare Atmosphäre schaffen. Gibt es weltweit Veranstaltungen? Ja, Menschen feiern in verschiedenen Ländern und stellen ihr Erbe zur Schau. Es ist wunderbar, solch einen kulturellen Stolz zu sehen. Ich würde es gerne eines Tages erleben. Lektion 36. Arbeitslast verwalten. Morgen Anna, wie ist deine Arbeitsbelastung diese Woche? Hallo John, es ist überwältigend. Ich habe zu viel zu tun. Ich verstehe. Welche Aufgaben nehmen die meiste Zeit in Anspruch? Es stehen mehrere Projekte gleichzeitig an, was ziemlich stressig ist. Haben Sie darüber nachgedacht, sie zu priorisieren? Ich habe es versucht, aber es ist eine Herausforderung, wenn sich alles dringend anfühlt. Vielleicht könnte es hilfreich sein, Aufgaben in kleinere Schritte aufzuteilen. Das ist eine gute Idee. Es könnte dazu führen, dass sich die Dinge leichter zu bewältigen anfühlen. Auch kurze Pausen können Ihre Produktivität steigern. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Danke für den Vorschlag. Lektion 37. Morgenroutinen. Hey Anna, was machst du nach dem Frühstück? Hallo John, normalerweise plane ich meinen Tag und setze Prioritäten. Das ist ein kluger Ansatz. Schreibst du es auf? Ja, ich führe einen Planer, um Aufgaben und Termine zu verfolgen. Es hilft, Ihren Tag zu visualisieren. Haben Sie eine bestimmte Routine? Ich mache auch gerne ein schnelles Training, um neue Energie zu tanken. Das ist großartig. Übung hilft wirklich bei der Konzentration. Ja, es gibt eine positive Stimmung für den kommenden Tag vor. Lektion 38. Kundenbeziehungen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig Kommunikation im Geschäftsleben ist. Hallo John, es hilft beim Aufbau von Kundenbeziehungen oder Genau. Klare Kommunikation fördert Vertrauen und Loyalität. es ist auch für die Kundenzufriedenheit von entscheidender Bedeutung. Welche Strategien nutzen Sie? Mein Fokus liegt auf aktiven Zuhören und der schnellen Beantwortung von Anfragen. Die sind effektiv. Auch die Personalisierung von Interaktionen kann einen großen Unterschied machen. Absolut. Die Menschen wissen es zu schätzen, wenn Unternehmen ihre Bedürfnisse wertschätzen. Es hinterlässt einen bleibenden Eindruck und fördert Wiederholungsgeschäfte. Lektion 39. Finanzplanung. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit eine Budgetplanung durchgeführt? Hallo John, das habe ich. Ich habe für einen großen Einkauf gespart. Das ist großartig. Können Sie ungefähr abschätzen, wie viel Sie benötigen? Ja, ich habe es berechnet und habe vor, mein Ziel bald zu erreichen. Das ist beeindruckend. Wofür sparen Sie? Ich suche nach einem neuen Laptop, um meine Arbeitseffizienz zu steigern. Klingt nach einer lohnenden Investition. Haben Sie Modelle gefunden, die Ihnen gefallen? Ich habe ein paar im Sinn, möchte aber zuerst die Preise vergleichen. Lektion 40. Mode einkaufen. Hallo Anna, ich bin gerade einkaufen gegangen, um zu sehen, was Sie haben. Hallo John, hast du etwas Interessantes gefunden?
Ja, ich entdeckte eine süße Blumenbluse, die mir ins Auge fiel. Das hört sich herrlich an. Blumenmuster liegen immer im Trend. Genau. Ich denke, es wäre eine tolle Ergänzung zu meiner Garderobe. Planen Sie, es zu einem besonderen Anlass zu tragen. Vielleicht für einen entspannten Ausflug mit Freunden dieses Wochenende. Das ist eine perfekte Wahl. Es klingt nach einer lustigen Zeit. Was halten Sie davon, es mit Jeans zu kombinieren? Das würde fantastisch aussehen. Es gleicht das Outfit perfekt aus. Lektion 41. Scheidung verstehen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie sich eine Scheidung auf Familien auswirkt. Hallo John, es ist ein komplexes Thema, nicht wahr? Ja, besonders wenn Kinder im Spiel sind. Ja, eine Scheidung findet nicht statt, weil die Eltern die Kinder nicht mehr lieben. Reicht's. Es liegt oft an anderen Faktoren wie Z. B. Inkompatibilität. Das steht. Kommunikationsstörungen können eine erhebliche Rolle spielen. Wie kommen Ihrer Meinung nach Kinder mit solchen Veränderungen zurecht? Es ist unterschiedlich, aber die Unterstützung beider Eltern kann einen großen Unterschied machen. Definitiv. Stabilität und Verständnis sind für Ihr Wohlbefinden unerlässlich. Bei solchen Übergängen ist es wichtig, die Gefühle der Kinder in den Vordergrund zu stellen. Lektion 42. Bequeme Trainingsausrüstung. Hallo Anna. Ich habe nach bequemer Trainingskleidung gesucht. Hallo John, das ist eine gute Idee. Was brauchen Sie? Ich brauche Komfort und Flexibilität für mein Training. Dafür eignen sich dehnbare Stoffe hervorragend. Haben Sie irgendwelche Marken ausprobiert? Noch nicht, aber ich denke über ein paar beliebte nach. Das klingt gut. Es ist wichtig herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Ich möchte auch etwas, das gut aussieht und nicht nur funktional ist. Beruf. Stilvolle Trainingsausrüstung kann Ihre Motivation steigern. Das werde ich beim Einkaufen im Hinterkopf behalten. Danke für die Tipps. Gerne helfen. Genießen Sie Ihr Einkaufserlebnis. Lektion 43. Kartoffeln kochen. Guten Morgen, Anna. Ich fange jetzt mit den Vorbereitungen für das Abendessen an. Hallo John, das hört sich großartig an. Was machst du? Als Beilage brate ich ein paar Kartoffeln. Für wie lange müssen die Kartoffeln rösten? Bei 400 Grad Fahrenheit dauern sie normalerweise etwa 30 bis 40 Minuten. Das ist großartig. Fügen Sie Gewürze hinzu. Ja, ich habe vor, Olivenöl, Knoblauch und Rosmarin zu verwenden. Diese Aromen werden die Kartoffeln wunderbar ergänzen. Ich hoffe es. Ich werde sie im Auge behalten, während ich den Rest vorbereite. Klingt, als ob eine köstliche Mahlzeit unterwegs ist. Lektion 44. Das Leben von Sullivan. Hallo Anna, ich habe kürzlich über Sullivans Leben gelesen. Hallo John, was fandest du daran interessant? Sie hatte ein sehr schwieriges Leben. Ihre Mutter starb, als sie 8 Jahre alt war. Das ist herzzerreißend. Einen Elternteil in einem so jungen Alter zu verlieren, ist hart. Ja, und 2 Jahre später verschlechterte sich ihre Situation. Was ist denn passiert? Sie stand vor vielen Herausforderungen, aber ihre Widerstandsfähigkeit war bemerkenswert. Es ist inspirierend,
wie manche Menschen solche Schwierigkeiten überwinden. Absolut. Ihre Geschichte unterstreicht die Bedeutung von Unterstützungssystemen. Es erinnert uns daran, die Stärke in uns selbst und anderen zu schätzen. Lektion 45: Flughafengebühren. Hallo Anna, ich habe gerade von den verschiedenen Flughafengebühren erfahren. Hallo John, das ist gut zu wissen. Welche Vorwürfe meinen Sie? Dinge wie Gepäckgebühren und Sicherheitsgebühren können sich schnell summieren. Absolut. Es ist überraschend, wie viel mehr Sie am Ende bezahlen können. Kann ich ein Abholticket für mein aufgegebenes Gepäck erhalten? Ja, es ist wichtig, das Ticket aufzubewahren, bis Sie Ihr Gepäck abholen. Was passiert, wenn mein Gepäck verloren geht? Sie können das Schadensformular vorlegen, um eine Anzeige zu erstatten und eine Entschädigung zu verlangen. Das ist beruhigend. Es ist wichtig, über diese Details auf dem Laufenden zu bleiben. Definitiv. Wenn Sie vorbereitet sind, können Sie sich auf Reisen viel Ärger ersparen. Lektion 46: Schuhe auswählen. Guten Morgen, Anna. Ich habe über das richtige Schuhwerk zum Wandern nachgedacht. Hallo John, wie Wanderschuhe. Sie bieten großartige Unterstützung. Ja, bequeme Schuhe sind unerlässlich, aber wir müssen auch das Gelände berücksichtigen. Wasserdichte Schuhe eignen sich hervorragend für nasse Bedingungen. Genau. Ich möchte auch etwas Atmungsaktives für wärmeres Wetter. Haben Sie sich mit Trailrunnen beschäftigt? Sie sind leicht und bequem. Das ist eine gute Idee. Ich werde sie mir ansehen. Haben Sie eine Lieblingsmarke? Ich mag Merrell wegen seiner Haltbarkeit und seines Komforts. Lektion 47: Studentenleben. Hi Anna, woher kommst du? Hallo John, ich komme aus New York. Irre. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Texas. Sind Sie ein Student? Ja, das bin ich. Ich studiere Ingenieurwesen. Was ist mit dir? Ich strebe ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an. Das klingt interessant. Warum haben Sie diesen Weg gewählt? Es macht mir Spaß, mit Menschen zu arbeiten und Märkte zu verstehen. Das ist wertvoll. Haben Sie darüber nachgedacht, sich auf einen bestimmten Bereich zu spezialisieren? Ich denke über Marketing nach. Es wirkt dynamisch und fesselnd. Tolle Wahl. Es ist ein Bereich, der viele Möglichkeiten bietet. Lektion 48: Eine Mahlzeit zubereiten. Morgen Anna, was machen wir heute Abend zum Abendessen? Hallo John, ich habe über einen Salat mit Hühnchen nachgedacht. Klingt köstlich. Welche weiteren Zutaten brauchen wir außer Salat und Hühnchen? Für die Frische sollten wir noch ein paar Kirschtomaten und Gurken hinzufügen. Gute Idee. Vielleicht auch etwas Avocado für die Cremigkeit. Ja, es fügt gesunde Fette und eine schöne Textur hinzu. Sollten wir ein Dressing hinzufügen? Definitiv. Eine Zitronenvinaigrette würde die Aromen gut ergänzen. Lektion 49: Projektergebnisse. Hallo Anna, ich wollte schon immer nach deinem neuesten Projekt fragen. Hallo John, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Was möchtest du wissen? Was war übrigens das Ergebnis Ihrer Präsentation? Es ist wirklich gut gelaufen. Ich habe von meinen Kollegen positives Feedback erhalten. Das ist fantastisch. Gab es irgendwelche Herausforderungen?
Altar, aber ich habe es geschafft, Sie während der Frage- und Antwortrunde anzusprechen. Beeindruckend. Es ist toll, dass du schnell denken konntest. Dat- Es hat mir gezeigt, wie wichtig Vorbereitung und Flexibilität sind. Lektion 50, Snackzeit. Hi Anna, ich habe gerade gemerkt, dass ich am Verhungern bin. Hallo John, ich habe auch großen Hunger. Auf was hast du Lust zu essen? Wie wäre es, wenn wir gemeinsam einen Snack zu uns nehmen? Das klingt perfekt. Haben Sie einen bestimmten Ort im Sinn? Vielleicht das Café die Straße runter? Sie haben tolles Gebäck. Ich liebe Ihre Schokoladencroissants. Denken Sie an etwas Süßes. Vielleicht nehme ich stattdessen etwas Herzhaftes, zum Beispiel ein Sandwich. Gute Wahl. Ein Sandwich wäre sättigend. Sollen wir uns ein Dessert teilen? Absolut. Wir können dem Nachtisch nicht widerstehen. Wie wäre es mit Ihrer Obsttorte? Das klingt herrlich. Lass uns gehen, bevor ich zu hungrig werde. Lektion 51, Hochzeitsmomente. Guten Morgen, Anna. Ich habe kürzlich ein wunderschönes Hochzeitsvideo gesehen. Hallo John, was war das Besondere daran? Der Bräutigam nahm die Hand seiner Braut, als ihr Vater sie dort zurückließ. Das muss ein berührender Moment gewesen sein. Haben Sie einander angelächelt? Ja, sie tauschten ein Lächeln aus, das Bände sprach. Es ist unglaublich, wie Emotionen ohne Worte vermittelt werden können. Genau. Hochzeiten sind voller herzlicher Momente. Das sind sie wirklich. Was fiel im Video sonst noch auf? Die Dekorationen waren atemberaubend, vor allem die Blumenarrangements. Schöne Blumen können die Atmosphäre wirklich bereichern. Lektion 52, Geschäftsmöglichkeiten. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, neue Märkte zu erschließen. Hallo John, das klingt nach einer großartigen Gelegenheit. Welche Märkte erwägen Sie? Ich bin gespannt, wie wir in diese Märkte effektiv eintreten wollen. Wir sollten zunächst eine gründliche Marktforschung durchführen. Gute Idee. Es ist wichtig, die lokalen Vorlieben zu verstehen. Tilwurf. Auch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern kann von Vorteil sein. Das würde uns helfen, kulturelle Unterschiede zu überwinden. Ja, die maßgeschneiderte Vorgehensweise ist der Schlüssel zum Erfolg. Welche Länder haben Ihrer Meinung nach das größte Potenzial? Ich glaube, dass China und Brasilien ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen. Lektion 53. Potenzielle Märkte erkunden. Guten Morgen, Anna. Hast du über mögliche Märkte nachgedacht? Hallo John, ja, es ist ein wichtiges Thema für die Geschäftsausweitung. Welche Länder sind Ihrer Meinung nach vielversprechend? China und Brasilien weisen aufgrund ihrer wachsenden Volkswirtschaften Potenzial auf. Reicht's? Welche Faktoren machen sie für Investitionen attraktiv? Ihre große Bevölkerung und die steigenden Konsumausgaben sind ausschlaggebend. Das macht Sinn. Wie sollten wir diese Märkte angehen? Wir müssen unsere Strategien an die lokalen Anforderungen anpassen. Eine Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen könnte von Vorteil sein. Definitiv. Es wird uns helfen, Ihren Markt besser zu verstehen. Lektion 54. Verkehrssicherheitsbewusstsein. Hallo Anna, ich habe kürzlich über Verkehrssicherheit gelesen.
Hallo John, das ist ein wichtiges Thema. Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass lose Trümmer auf der Straße gefährlich sein können. Ja, es kann in die Luft geworfen werden, wenn Autos vorbeiflitzen. Schwere Lkw sind besonders groß und können eine Gefahr darstellen. Ja, aufgrund ihrer Größe können sie mehr Schaden anrichten. Es ist wichtig, die Straßen frei zu halten, um Unfälle zu verhindern. Verheimat. Aufklärungskampagnen können dazu beitragen, die Fahrer zu informieren. Welche weiteren Sicherheitsmaßnahmen sind Ihrer Meinung nach erforderlich? Für sichere Fahrbedingungen ist eine regelmäßige Straßeninstandhaltung unerlässlich. Lektion 55 Reiseerlebnisse. Hi Anna, reist du oft? Hallo John, ja, das tue ich. Ich war in mehreren Ländern und habe selbst Hotelzimmer gebucht. Das klingt spannend. Welches Land hat Ihnen am besten gefallen? Ich habe Italien geliebt. Die Kultur und Küche waren unglaublich. Ich wollte schon immer Italien besuchen. Wie fanden Sie den Hotelbuchungsprozess? Es war unkompliziert, insbesondere bei Online-Plattformen. Gut zu wissen. Gab es auf Ihren Reisen irgendwelche Herausforderungen? Gelegentlich, aber später wurden daraus tolle Geschichten. Das ist der Geist. Beim Reisen geht es vor allem um Erlebnisse, oder? Besuch. Jede Reise lehrt uns etwas Neues. Lektion 56 Stadterkundung. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Städte erkundet? Hallo John, ja. Letzten Monat habe ich eine tolle Stadt besucht. Oh, das klingt interessant. Haben Sie eine Karte zum Navigieren? Ja, ich habe eine Karte, damit wir uns nicht verlaufen. Perfekt. Ich bin froh, dass du hier bist, um mich zu führen. Es macht das Erkunden so viel einfacher, nicht wahr? Definitiv. Was war Ihr Lieblingsteil der Stadt? Die historische Architektur war atemberaubend. Ich liebe Städte mit einer reichen Geschichte. Hast du viele Bilder gemacht? Natürlich. Ich möchte jeden Moment festhalten. Lektion 57 von Japan träumen. Hallo Anna, ich habe aufregende Neuigkeiten. Hallo John, was ist das? Ich gehe nach Japan. Ich habe immer davon geträumt, Tokio zu besuchen. Das ist erstaunlich. Worauf freuen Sie sich am meisten? Ich kann es kaum erwarten, die blühenden Kirschblüten zu sehen. Sie sind wunderschön. Sind weitere Aktivitäten geplant? Ja, ich möchte traditionelle Tempel erkunden und authentisches Sushi probieren. Das klingt perfekt. Sushi in Japan muss unglaublich sein. Ich bin sicher, es wird ein kulinarisches Abenteuer. Du musst mir alles darüber erzählen, wenn du zurückkommst. Lektion 58 Verkehrssicherheit. Guten Morgen, Anna. Ich habe heute über Verkehrssignale nachgedacht. Hallo John, das ist ein wichtiges Thema. Was ist mit Ihnen? Signale sind entscheidend. Sie sagen einem, wann man anhalten oder gehen soll. Ja, insbesondere an stark befahrenen Kreuzungen. An einem Schulbus darf man nicht vorbeifahren, weil Kinder die Straße überqueren könnten. Ja, Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen. Gibt es weitere Regeln, die wir beachten sollten? Beachten Sie einfach die Wettervorhersage und kleiden Sie sich entsprechend.
Das ist ein kluger Rat. Es trägt dazu bei, dass wir beim Autofahren sicher sind. Hilf. Vorsicht kann viele Unfälle verhindern. Lektion 59. Wetterbewusstsein. Hallo Anna, ich habe gerade die Wettervorhersage überprüft. Hallo John, das ist eine gute Angewohnheit. Was steht da? Es sieht so aus, als würde es später heute regnen. Dann sollten wir für alle Fälle Regenschirme dabei haben. Gute Idee. Gibt es sonst noch etwas, das wir wissen sollten? Achten Sie einfach auf Temperaturschwankungen und kleiden Sie sich entsprechend. Das macht Sinn. Oft ist es am besten, sich in Schichten anzuziehen. Tja, es sorgt den ganzen Tag über für ein angenehmes Tragegefühl. Ich werde die Prognose regelmäßig überprüfen. Kluger Schachzug. Wenn wir informiert bleiben, können wir uns besser vorbereiten. Lektion 60. Entwürfe überprüfen. Hallo Anna, ich habe den Entwurf der allgemeinen Geschäftsbedingungen überprüft. Hallo John, großartig. Was hast du darüber gedacht? Insgesamt ist es gut strukturiert, es gibt jedoch einige Bereiche, die einer Klärung bedürfen. Ich verstehe. Welche Abschnitte erfordern Ihrer Meinung nach die meiste Aufmerksamkeit? Um Missverständnisse zu vermeiden, könnte die Haftungsklausel detaillierter sein. Das ist ein guter Punkt. Eine klare Sprache ist in juristischen Dokumenten von entscheidender Bedeutung. Genau. Wir sollten auch sicherstellen, dass die Sprache für alle zugänglich ist. Hilf. Es ist wichtig, dass alle Parteien ihre Rechte und Pflichten verstehen. Sollten wir ein Treffen vereinbaren, um diese Änderungen zu besprechen? Ja, das wäre von Vorteil. Lassen Sie uns alle Beiträge sammeln.